Hallo und willkommen zurück auf meinen Channel. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das ist schon Studio-Vlog Nummer 5. Ich musste tatsächlich eben nochmal nachschauen, wie viel das ist, damit ich nichts Falsches hier erzähle. Ja, und ich finde, da merkt man einfach immer wieder, wie schnell die Zeit einfach rumgeht. Obwohl man situationsbedingt, ihr wisst schon, ja nicht wirklich viel machen kann. Mittlerweile ja schon ein bisschen mehr, aber irgendwie, wie gesagt, ich meine, wir haben schon fast Ende August. In 4 Monaten ist schon Weihnachten. Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr interessiert an einen Feinart-Print seid oder einen vielleicht verschenken wollt, schaut da gerne in meinen Shop vorbei. Link findet ihr in meiner Infobox. Dankeschön schon mal für eure Unterstützung. So, Werbung beendet. Ja, und ich finde einfach, die Zeit ist so verflogen. Also gefühlt bin ich noch irgendwie im Juni. Und ja, geht das euch auch so, dass eigentlich nicht wirklich viel passiert ist, aber die Zeit trotzdem so schnell umgeht? Ich meine, auch die Tage, die verfliegen irgendwie hier nur so. Und das ist irgendwie total komisch. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch genauso geht. Fände ich vielleicht ein bisschen beruhigend, aber vielleicht sehe ich das ja auch nur so, dann ist auch okay. Aber wie gesagt, so habe ich irgendwie das Gefühl, es passiert irgendwie nichts Besonderes oder nicht viel anderes außer Alltag. Ja, aber die Zeit, die geht einfach nur so mit den Fingerschnipsen rum. Ja, übrigens freue ich mich immer sehr, oder finde ich den Gedanken immer sehr schön, wenn ihr auch schreibt, dass ihr währenddessen zum Beispiel auch gemalt habt, weil ich finde den Gedanken halt einfach cool, so ich male und erzähle euch irgendwas, was den einen mehr oder weniger interessiert wahrscheinlich, und ihr malt da sozusagen mit dass man sozusagen auch so ein bisschen zusammen was malt. Also feel free to paint with me. Also holt gerne eure Malsachen raus, zeichnet währenddessen oder dudelt ein wenig in euren Skizzenbuch oder auf eurer Papierunterlage, ist egal. Oder hört auch gerne einfach nur zu, natürlich. Ich werde ein wenig was erzählen, was es so Neues gibt, also nicht so viel über Technik und so reden, sondern auch mal über andere Dinge, was mir persönlich auch mal Spaß macht. Nicht nur über die Technik und so weiter zu reden. Und deswegen gibt es ja ungefähr einmal im Monat so einen Studio-Vlog, wo ich das einfach mal mache und entweder schaut ihr dann weiter zu oder halt auch nicht. Ja, also ich male hier jetzt auch in meinem Skizzenbuch. Ich habe ja sehr viel Gefallen daran gefunden, in Skizzenbüchern zu malen, zu üben, zu zeichnen. Besonders die Skizzen und so dann mit Aquarell zu kolorieren, wie hier jetzt auch. Also immer noch mein Tipp an euch, kauft euch super gerne ein Skizzenbuch. Es ist auch egal, wie billig oder teuer das ist. Weil ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich für meine Zeichnungen mit Bleistift und so, wo ich angefangen habe, kein Skizzenbuch habe, wo ich jetzt alles auf einen Haufen sozusagen hätte und auch chronologisch halbwegs geordnet, sondern ich habe alles einzeln Zettelkram in einer Sammelmappe. Klar stehen da Daten drauf, aber ich finde oder hätte das jetzt cooler gefunden, als so ein Skizzenbuch zusammen gebündelt zu haben. Weil man sich das dann halt auch eher anguckt nochmal als so alte Zeichnungen, die irgendwie wild in einer Sammelmappe rumliegen. Also kauft euch gerne ein Skizzenbuch.
wie gesagt, ich finde es im Nachhinein schade, dass ich es bei meinen anderen Techniken nicht gemacht habe. Aber naja, ich habe es ja jetzt für mich gefunden. Und mittlerweile male ich da drin fast mehr in meiner Freizeit als so andere freie Zeichnungen, weil ich mich darin einfach nicht so unter Druck gesetzt fühle, dass es perfekt aussehen muss, sondern auch einfach mal drauf losmale und dann schaue, was draus wird. Manchmal sieht es ganz gut aus, manchmal auch nicht, aber ich habe was dazugelernt, was nicht gut aus oder was könnte man vielleicht noch mal größer malen, wie zum Beispiel das Reh. Das könnte ich mir vorstellen, halt auch noch mal in größer auf einem richtigen Aquarellpapier zu malen. Also das hier ist ja auch ein Aquarellskizzenbuch, aber ich meine es auf einem losen Blatt Aquarellpapier. Und das meine ich, man kann da einfach schon mal so ein paar Sachen austesten. Und das mag ich halt da dran. Und man hat da auch relativ schnell dann eine Skizze beendet, was natürlich auch positiv für einen selber ist, finde ich. Ja, und auch in diesen Skizzenbüchern nutze ich unter anderem gerne so Washi-Tapes. Wie ihr hier seht, die hatte ich mir neu bestellt, weil ich die eigentlich ganz schick fand. Und die nutze ich nicht nur in meinen Skizzenbüchern, sondern auch, wenn ich Bilder verpacke zum Beispiel. Oder ja, so meine weißen Ränder, um ganz formatige Bilder zu machen. Dann nehme ich auch gerne Washi-Tape im Skizzenbuch für. Weil einmal sieht das fürs Auge schöner aus, also finde ich, als normales Tape. Und in Skizzenbüchern ist es halt auch mir persönlich nicht so wichtig, ob das jetzt so gut hält oder nicht. Aber bisher haben sie mich nicht in den Stich gelassen. So, hier nochmal eine andere Verpackung, so ein Boho Washi-Tape ist das, glaube ich. Und da sind verschiedene Breiten drin. Unter anderem auch so ein ganz schmales, wobei ich noch nicht genau weiß, wofür ich das verwenden kann. Aber die anderen haben mir ganz gut gefallen, deswegen hatte ich mir die auch bestellt. Und Washi-Tapes, ich finde sie einfach schön inspirierend. Und jetzt sortiere ich die mal gleich ein in meiner Washi-Tape-Box. Ja, hier habe ich noch verpackte, nochmal mit Blumenmustern, mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Und hier mit Rentieren oder sowas, was ich dann zu Weihnachten zum Beispiel nehmen werde, wenn ich Bilder verpacke. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal wieder komplett genug ausgerüstet zum Bilder verpacken und Bilder abkleben. Ja, da hat das nicht mehr reingepasst, egal. Dann muss es oben drauf landen. So, wo waren wir? Skizzenbücher, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Ich habe schon etliche, jetzt, okay, etliche ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber schon einige auch ausprobiert. Wie ihr ja auch in den Sketchbook-Touren, die bereits online sind, gesehen habt. Und bald wird es noch ein Video geben, denn ich habe noch ein volles und ein anderes wird bald wieder voll sein. Hier bei diesem Skizzenbuch bin ich auch schon fast halb durch. Also, wie gesagt, es ist einfach ganz cool. Und man hat zum Schluss ein komplettes Buch, wo man einfach durchblättern kann, wie so eine Art, wie bei Fotos wäre es ja wie eine Art Fotobuch. Und kann das auch mal mitnehmen und anderen zeigen und so. Klar, es sieht nicht immer schön aus. Bei mir sehen auch nicht alle Seiten schön aus. Aber das muss es auch nicht. Deswegen ist es ein Skizzenbuch. Ich finde es auch ganz gut, dass man mal Seiten hat, die vielleicht einen selber nicht gefallen, weil man dann selber für einen schauen kann, hey, was gefällt mir daran? Warum gefällt mir
das zum Beispiel nicht. Und daraus kann man ja auch wieder was lernen und was mitnehmen. Und was mir übrigens auch immer wieder und immer mehr auffällt, was ich eigentlich so ein bisschen negativ finde, dass alles mehr und mehr als Wettbewerb gesehen wird. Sei es, was die Hunde angeht, also welcher Hund kann in welchem Alter mehr oder wer ist erzogener. Ich meine, das kommt ja ganz auf den Halter drauf an und auch auf den Hund. Jeder Hund ist also anders. Man hat individuelles Training. Jeder Halter setzt auf was anderes Wert und davon ist das ja auch komplett abhängig. Das heißt ja nicht, dass der Hund dumm ist oder ähnliches. Und auch beim Zeichnen fällt mir das immer mehr auf, dass da immer mehr verglichen wird, wer entwickelt sich wie schnell, wer zeichnet wie, anstatt einfach mal den Prozess des Zeichnens einfach mehr zu genießen, denn ich sage immer wieder, vergleicht euch nur mit euch selbst und nicht mit anderen, denn ihr wisst nicht, wie viel andere üben. Vielleicht können manche den ganzen Tag zeichnen, ihr nicht und dann ist das auch blöd, wenn man sich dann so vergleicht. Also seht euch selbst eher als eigenen Maßstab an und nicht, nehmt nicht andere damit rein, weil ihr das halt, wie gesagt, einfach nicht erkennen könnt oder auch wie lange vielleicht die Leute schon zeichnen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, habt Spaß einfach am Prozess des Zeichnens. Ja, vergleicht euch da nicht so viel und ja, macht nicht so einen Wettbewerb draus oder setzt euch damit nicht selbst so unter Druck, zu sagen, der hat das jetzt in 3 Jahren geschafft und ich noch nicht oder so. Das ist alles nicht schlimm. Jeder findet da seinen Weg, egal ob langsam oder schnell. Aber wie gesagt, der Weg ist halt auch das Wichtige, einfach auch Spaß dran haben, Spaß am Kreativsein zu haben und nicht immer sich zu vergleichen. Deswegen bin ich tatsächlich auch ehrlich gesagt ganz froh, dass ich noch nicht auf solchen Plattformen war, als ich das angefangen habe. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie schon komisch ist, aber wie gesagt, ich bin da sehr froh drüber, dass ich das vorher angefangen habe und erst danach auf die Plattform gekommen bin. Deswegen, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber ihr tut euch selber einen Gefallen, wenn ihr euch halt nicht vergleicht, sondern einfach wisst, wo ihr hin möchtet und einfach euren Weg da geht und einfach wirklich Spaß habt, Freude daran habt, dass vielleicht für euch entspannend ist, zu malen oder zu zeichnen oder anderweitig kreativ zu werden. Es gibt ja nicht nur das, es gibt ja auch viele andere Sachen, also wie gesagt. Das wollte ich ja nur noch mal angesprochen haben, weil es mir irgendwie immer mehr auffällt, dass es einfach fast nur noch manchmal, dass es oftmals nur noch darum geht, wer wie gut zeichnet und wie schnell das erreicht hat. Also lasst euch da nicht unter Druck setzen. Ich finde es zum Beispiel sehr schade, dass ich Aquarell nicht früher gestartet habe, aber ich war ein wenig traumatisiert durch die Schule, weil wir da nur mit Tusche malen durften. Und ich meine, Tusche ist einfach nur blöd. Sorry. Und deswegen wollte ich niemals mit Aquarell anfangen. Ich hatte diesen Kasten schon sehr, sehr lange in meinem Schub liegen und habe immer gedacht, nee, ich möchte das nicht mit Pinsel und so, weil das hatten wir immer nur in der Schule und das wollte ich nicht. Und jetzt mittlerweile ärgere ich mich, dass ich es nicht vorher angefangen habe, weil es mir einfach ultra viel Spaß macht. Ja, und auch da nochmal, probiert einfach verschiedene Sachen aus, weil es kann ja auch sein, dass euch eine Technik gar keinen Spaß macht und die andere wieder total viel. Also seid da auch kreativ und vor allen Dingen, wenn ihr zeichnet, kauft euch zwar qualitativ gute Materialien, aber ihr könnt dafür auch einfach weniger kaufen, weil dann könnt ihr das halt auch schon herausfinden, ob es euch Spaß macht oder nicht. Also ich würde jetzt
lieber mehr Wert auf Qualität legen als auf Quantität, was die Sachen angeht. Ihr braucht keine High-End-Produkte anfangs, also so mega professionelle Produkte, aber ihr solltet schon gute Produkte verwenden, um das halt auch gut testen zu können für euch. Ja, und ich habe noch was Neues gekauft. Hiervon habe ich schon eine, ich nenne es Mischpalette. Es ist eigentlich so eine Keramikschale, wo man zum Beispiel Seife drauflegen kann oder andere Deko-Elemente. Ich nutze es als Mischpalette, weil es halt eine gute Größe hat. Einen kleinen Rand. Ihr könnt auch zum Beispiel alte Teller oder sowas nehmen. Also ihr braucht jetzt sowas nicht zu kaufen. Aber ich mag diese Größen halt. Und wie ihr hier seht, habe ich schon eine davon. Und ich mag das halt auch einfach mit verschiedenen Farben, die zu verwenden, weil sie sich dann auch ineinander dann vermischen und auch man diese Mischungen sehr gut nutzen kann. Sie halten nicht sehr gut übereinander, also sehr gut stapeln kann man sie nicht, aber ich komme damit klar. So, dann kommen wir mal zu den Fragen, die mir immer mal wieder gestellt werden. Und zwar eine ist vor allem, seit wann ich schon male oder zeichne. Also zeichnen tue ich seit Mitte 2010. Da habe ich mit Bleistift angefangen, weil ich mir dachte, hey, Bleistift ist einfacher als Farbe, weil da musst du halt nur auf Hell-Dunkel achten und nicht noch auf die Farbe speziell achten. Und dann habe ich mal Buntstift ausprobiert, war aber nichts für mich. Habe 2011 dann vermehrt mit Pastell angefangen. Dann 2012, 2013 kam dann auch wieder Buntstift dazu. Und dann ging das tatsächlich auch mit Buntstift relativ gut wieder, im Gegensatz zum Anfang, da kam ich da überhaupt nicht mit zurecht. Ja, zwischendurch habe ich noch Sketchboard-Bilder gemacht, auch sehr cool, aber weiß nicht, das war dann irgendwie, mochte ich das dann doch nicht mehr so. Und 2019 habe ich dann vermehrt mit Aquarell angefangen, wie gesagt, leider erst dann. Und Anfang diesen Jahres, also Anfang 2021, habe ich dann mit Gouache angefangen, beziehungsweise so im Frühjahr. Damit bin ich noch nicht ganz so warm geworden. Hier in diesem Bild male ich ja auch noch die Blumen mit Gouache. Ich versuche mich immer wieder dran, um auch einfach herauszufinden, wie mein persönlicher Weg damit am besten geht, also wie ich damit am besten klarkomme. Aber wie gesagt, Gouache und ich sind bisher noch nicht richtig warm geworden. Aber mit Aquarell male ich halt ultra gerne. Ja, ich habe auch meine Aquarellpaletten mit Stickern versehen. Hier sind mal 2 Sticker von mir drauf. Also ich verkaufe keine Sticker. Wie gesagt, wenn ihr was zu Weihnachten verschenken wollt oder euch selber schenken wollt, habe ich Feinart-Prints und Originale auf meiner Website in den Shop. Aber so Sticker kommen aufgeklebt mit Text dann auf meine Sachen, die ich versende. Und da habe ich die jetzt einfach ausgeschnitten und von anderen Künstlern welche auf Etsy gekauft. Ich schaue, ob ich die Shops noch finde und verlinke diese unten dann drin. Also falls ihr Interesse habt und euch ein Sticker zum Beispiel besonders gut gefällt, schaut nochmal unten in der Infobox. Und da werde ich sie dann hoffentlich alle verlinken können, weil ich noch hoffentlich weiß, bei welchen Shops ich die gekauft habe. Aber wie gesagt, ich fand das ganz cool, auch wenn sie nicht so wirklich zusammenpassen, aber ich finde das einfach so eine Art Inspiration auch, dann ist das nicht ganz so schlicht und nackig, die Palette. Ich weiß, es gefällt nicht jedem, aber es muss auch nicht jedem gefallen. Da bin ich jetzt egoistisch, es muss nur mir gefallen.
Aber ich mag das halt einfach auch, sowas ein bisschen individueller zu gestalten, weil ich finde, sowas inspiriert auch vielleicht einfach mal den einen oder anderen Tag zu irgendeinem Motiv oder einfach loszulegen, anstatt wenn man so eine schwarze Palette vor einem hat. Aber wie gesagt, es sieht auch jeder anders. Kommen wir zu einer anderen Frage, ob ich Lieblingsmotive habe, also ob ich irgendwas besonders gerne zeichne oder male. Also offensichtlich sind das ja Tiere. Ich male ab und an auch mal gerne so kleinere, ich nenne es mal Landschaftsbilder, das sind nicht wirklich Landschaftsbilder, finde ich. Also so Silhouettenbilder mit so verschwommenen Hintergrund sozusagen. Also in den Skizzenbuchtouren habt ihr davon einige gesehen. Und Blumen male ich auch ganz gerne, deswegen verbinde ich auch gerne mal Tiere mit Blumen, wie hier beim Reh. Oder ich habe ja auch den Wolf mit den Blumen noch gemalt. Und deswegen auf jeden Fall Tiere, und Blumen halt auch mal gerne. Und bei Tiere halt gerne auch heimische Wildtiere. Mittlerweile fast lieber als so Tiger und Leopard. Male ich auch mal ganz gerne, aber ich finde die heimische Tierwelt halt auch sehr schön. Und Hunde natürlich. Wer hätte es gedacht? Male ich auch sehr gerne. Ja, kommen wir zu einer neuen Frage. Und zwar, hast du Tiere? Ja. Wir haben Tiere, 2 Hunde, seit Anfang des Jahres ja leider nur noch 2 Hunde. Wie gesagt, 2 Shelties, und zwar Loki, der ist 2,5 Jahre alt, und Kalle, der wird bald 1 Jahr alt. Oh Gott, der wird bald 1 Jahr alt. Also wie gesagt, die Zeit verfliegt echt krass. Und dann haben wir noch mongolische Rennmäuse. Und schreibt doch gerne mal übrigens eure Lieblingsmotive in die Kommentare, also was ihr gerne malt oder zeichnet. Und ob ihr auch Tiere habt. Vielleicht hängt das ja auch irgendwie zusammen, wie bei mir, dass ich auch gerne Hunde male. Ich habe ja auch Hunde. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr das auch mal vielleicht, wenn ihr noch da seid und euch dazu äußern möchtet, das in die Kommentare schreibt. Denkt gerne dran, Likes, Kommentare, und wenn ihr mich abonniert und die Glocke anklickt, das unterstützt alles, mich und meinen Kanal. Also ihr unterstützt mich damit kostenlos und das hilft halt ungemein, dass mein Kanal wächst. Und ja, also Dankeschön im Voraus dafür und Dankeschön natürlich an alle, die das immer tun und schon getan haben. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ich kann weiterhin auf euch zählen. Und das Reh nimmt langsam Gestalt an. Es soll übrigens nicht mega realistisch wirken, wie man ja auch schon sieht, sondern so ein bisschen realistischen Charakter haben. Aber nicht Strich für Strich. Und tada, das ist meine neue Errungenschaft. Ein neuer PC nach meinem Laptop, der über 3 Jahre durchgehalten hat. Er lebt immer noch. Danke dafür, danke für die vielen Jahre. Aber durch diesen PC bin ich jetzt fähig, so möchte ich sagen, weil mein Laptop, der war ein bisschen zu schwach dafür, ein anderes Videobearbeitungsprogramm zu nutzen, um zum Beispiel auch diese Bild-in-Bild-Funktion hinzubekommen. Was euch natürlich zugutekommt. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass es jetzt ein neuer eingezogen ist, auch wenn es anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, an so einem riesigen Bildschirm zu arbeiten, aber man gewöhnt sich an alles. So, jetzt kommt Gouache zum Einsatz, und zwar feuchte ich das vorher an. Ich lasse es auch ein bisschen, also
so eine Minute stehen, damit die Farbe sich so ein bisschen angelöst hat. Und dann trage ich das halt mit weiteren Pinseln auf. Wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz so gut mit, aber ich übe mich dran und schaue, wie ich am besten damit zurechtkomme. Und das kann ich auch echt nur empfehlen. Probiert einfach wirklich Sachen aus. Probiert andere Möglichkeiten aus, weil es kann sein auch, dass ich eine Möglichkeit zum Beispiel erzähle, die für euch nicht passt, womit ihr nicht zurechtkommt. Ich komme auch nicht mit allen Techniken zurecht, die andere zum Beispiel anwenden. Von daher ist es völlig natürlich, probiert einfach Sachen aus. Seid auch mal mutig, Sachen auszuprobieren. Deswegen, wie gesagt, im Skizzenbuch hat man weniger Hemmung. Und wie gesagt, ich probiere mich, also mittlerweile habe ich, glaube ich, meine Technik damit gefunden. Aber das muss ich erst noch austesten in weiteren Bildern, bevor es da wirklich auch so Tutorial-Videos zu gibt, weil ich kann da halt noch nicht ganz so viel zu sagen und möchte mich da erst noch selber ein wenig reinfinden, ein wenig sicherer werden. So, kommen wir nochmal zu einer anderen Frage, die von euch auch viel gestellt wird. Was bedeutet das Malen und das Zeichnen für dich? Ich könnte das jetzt abkürzen und sagen, viel. Ja, da ich tatsächlich halt auch schon echt sehr lange male und zeichne, kann ich mir das halt auch gar nicht mehr ohne vorstellen, muss ich tatsächlich sagen. Also ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie es ist, nicht zu malen und zu zeichnen, weil ich das halt fast jeden Tag tue. Ich mache es nicht jeden Tag, weil ich habe auch nicht jeden Tag Lust und auch nicht jeden Tag Zeit. Aber also wie gesagt, es bedeutet mir halt sehr viel. Es ist ja auch mein Nebenberuf. Und wie gesagt, hauptberuflich mache ich was anderes. Das ist mein Nebenberuf. Ich habe daran viel Spaß. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist Entspannung für mich. Ich kann da einfach voll bei runterkommen. Und wie gesagt, die Zeit verfliegt dabei auch sehr gut. Und wie gesagt, ich mag es halt einfach total gerne. Und deswegen mache ich es auch immer noch. Und ich denke, wie gesagt, das ist auch mit das Wichtigste, dass man halt Bock drauf hat, Spaß dran hat. Und ich habe ja auch mittlerweile Gefallen dran gefunden, für euch Videos zu drehen. Ich glaube, hätte man mir das vor 3 Jahren gesagt, hätte ich da gesagt, ja, klar. Ich denke nicht. Aber wie gesagt, mittlerweile macht mir das wirklich auch Spaß, weil ich halt auch wirklich positives Feedback von euch immer wieder bekomme. Und das freut mich natürlich sehr, wenn ich dann halt natürlich auch die Rückmeldung bekomme, dass ihr die Videos gut findet und sowas. Ja, das gibt einem nochmal so ein positives Gefühl und auch nochmal mehr Motivation für euch Content zu erstellen und sowas. Ja, also wie gesagt, es bedeutet mir sehr viel. Es ist sehr zeitaufwendig, aber es bedeutet mir auch sehr viel. Aber ich glaube, jedes Hobby ist zeitaufwendig, wenn man das halt ja, intensiv betreibt, kann das bei jedem Hobby so ausarten. Ja, nun mache ich noch einige kleine Feinheiten mit weißer Gouache.
Das ist bei Gouache immer, also bisher, so mit mein letzter Schritt. Aber wie gesagt, wenn man mir jetzt wirklich vor 3 Jahren so gesagt hätte, könntest du dir vorstellen, so das zu machen, hätte ich, glaube ich, gesagt, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt sitzen wir hier und ich mache gerne die YouTube-Videos und habe da auch Spaß dran. Und ich hoffe auch, diese Art Studio-Vlog gefällt euch mal, dass ihr mal nicht eine richtige Zeichnung seht sozusagen, sonst habe ich ja mal Echtzeit-Videos genommen, zum Beispiel von Aufträgen und sowas, sondern dass ihr mal so eine Koloration im Skizzenbuch seht. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das auch. Und gleich male ich noch ein paar richtig weiße Details mit einem Acrylmarker ein. Denn mit weißer Gouache, je nachdem, wie weit man das verdünnt hat, dunkelt das halt schon sehr nach. Und deswegen nutze ich da ab und an gerne nochmal den weißen Acrylmarker für richtig weiße Highlights. Ja, hier seht ihr jetzt das fertige Bild. Vielen Dank übrigens an alle, die bis hierhin durchgehalten haben und sich meine Videos anschauen. Dankeschön für eure Unterstützung. Und wie gesagt, liked das Video gerne, schreibt gerne einen Kommentar, beantwortet da gerne die Fragen, die ich im Video gestellt habe. Wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn natürlich gerne, klickt dann auch die Glocke an, damit ihr auch nichts Neues verpasst, was ich poste. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, zum Beispiel in eins von denen, was ich jetzt einblenden lasse. Und bleibt bis dahin natürlich wie immer kreativ. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.